Hallo zu unseren Kalenderwahltipps. Heute machen wir weiter mit unserer Kompakt-Serie. Ein sehr handlicher Begleiter und beliebt, weil er in jede Tasche passt, auch Handtaschen, und ein Format hat, das man eben gut in die Hand nehmen kann, das man umgreifen kann mit seinen 12 cm Breite anstatt 15 cm. Und trotzdem ein Datenwunder, weil alles Wesentliche für die Lebensorganisation, für eine gute Lebensorganisation dort enthalten ist. Der Kompakt ist in verschiedenen oder für verschiedene Zeiträume erhältlich. Der Note, der blaue, für genau ein Jahr, Januar bis Dezember. Dann der Extended, der von Oktober bis März übernächsten Jahres geht, und der Extended Mid-Year, der den anderen Bereich abdeckt, nämlich von April bis übernächstes Jahr September. Also immer 1,5 Jahre, 18 Monate, 6 Semester. Ja, was schauen wir uns an? Die Merkmale. Wie bei allen Weekview-Planern ist die Woche im Fokus. Gibt es viele Übersichten und Zieleseiten. Vor allen Dingen ganz entscheidend, der Erfolgsschlüssel Quartal ist enthalten. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal vom Weekview und extrem wichtig, um im Leben voranzukommen, um seine Ziele auch wirklich zu erreichen. Planungstools sind auch einige drin, Notizmanagement, ganz praktisch. Dann noch ein paar Worte zu den Maßen und dem Zubehör und den Varianten. Ja, wir fangen an mit der Woche im Fokus. Hier sehen wir eben eine andere Aufteilung wie beim Business. Hier ist links sind die Aufgaben und rechts sind die Tage. Links die A- und B-Aufgaben und die anderen Aufgaben, die anstehen. Dann oben der Ausblick, hier über 2 Wochen, im Gegensatz zum Business, wo 4 Wochen dargestellt werden, aber es reicht da normalerweise völlig aus. Dann die Tage, dann die Tagesaufgaben, so einteilbar, bewusst ohne Uhrzeit, damit man eben in diesen 2x5 Zeilen genug Variationsmöglichkeiten hat. Also die einen schreiben halt links die Aufgaben und rechts die Termine oder umgekehrt, wie man es eben will. Hier Samstag, Sonntag, für manche ein Nachteil, dass der Samstag und der Sonntag eben die Hälfte Platz nur haben. Wo es nicht so ist, ist eben beim Life Coach, da haben alle Tage gleich viel Platz. Und was man verwenden kann, was man machen kann, als Aushilfe, man nimmt den vorlaufenden Sonntag zum Beispiel her, oder wenn man jetzt hier mehr Platz braucht, kann man sich auch helfen, indem man hier im Kürzer schreibt. Aber hier ist eben vor allen Dingen auf die Tage Montag bis Freitag Rücksicht genommen und davon ausgegangen, dass Samstag und Sonntag eben weniger ist. Wie bei den meisten anderen Kalendern übrigens auch. Hier gibt es ein Infofeld, wird gern für Schichtdienst verwendet, immer an demselben Ort hier einen Buchstaben oder irgendwas reinzuschreiben oder einen Haken zu machen für bestimmte Dinge. Das Wochenfazit, das hier einen geistigen Impuls geben soll und geben will, und viel Platz hier auch noch für Notizen. Dann nächster Punkt im Thema Fokus und Übersicht ist natürlich der Erfolgsschlüssel Quartal. Hier auch enthalten, jetzt in dem Jahr neu mit dem Themensammelbereich, die linke Hälfte der linken Seite, einfach die Themen aufschreiben, die anstehen, auch schon für die nächsten Monate hier vorab eintragbar, und dann eben der Bereich Ziele, Projekte, wo man dann die echte Fixierung der Ziele, Quartalsziele reinschreibt. Dann rechts der Bereich für die grobe Planung,
des Quartals, um die Übersicht zu behalten, und unten eben die Vorgänge. So, dann Quartal beobachten. Hier geht es darum, dass nur Fakten rein sollen, dass man die verschiedenen Dinge trackt. Man kann sich selber Sachen aussuchen, man kann ein Schmerztagebuch daraus machen oder sehen, inwieweit ist man eben in einem Ziel vorangeschritten, oder man schreibt eben bestimmte Wochen-Highlights oben rein, Worte oder eben tagesspezifische Ereignisse, aber eben nur Fakten. Das ist tatsächlich geschehen. Ich war wirklich jetzt draußen spazieren. Ich habe mir wirklich jetzt hier mit jemandem getroffen und kann mich darauf eben verlassen, was hier steht, dass das auch wirklich geschehen ist. Also nicht vorher eintragen, bevor die Sache nicht geschehen ist. Ja, die Monatsansicht, die ist vorne drin, von vielen sehr beliebt, weil man hier sehr kompakt die Dinge darstellen kann und trotzdem eben diese Monatsübersicht behält. Und 3 schmale Spalten, 3 breite Spalten, ganz variabel nutzbar für Schichtdienst, für Mülltonne, für Ferien, für Termine auch, wenn es jetzt nicht so viele sind, Vormittag, Nachmittag, Abend und so weiter, für Geburtstage, muss man sich einfach vorher überlegen. Und dann natürlich Jahresübersichten, einmal das aktuelle Jahr, 2 Doppelseiten mit 6 Monaten und dann das zweite oder das nächste Jahr ebenfalls auf 4 Seiten die Monate, dann Ferienplaner, Deutschland, Österreich und dann die Ziele-Seite, hier auch mit einem Bereich, wo es die nächsten 7 Jahre dargestellt oder die nächsten 6 Jahre noch dargestellt sind, dann die verschiedenen Rubriken, aber auch unten dann eine zeitliche Zuordnung. Projekte, so eine Timeline hat der Kompakt bei allen drin, inklusive einer Aussicht auch auf 2024, auf das nächste Jahr, und den Jahresrückblick ganz bewusst auch vorne, damit man schon während des Jahres auch da reinschreiben kann, wenn dann irgendwas wichtig geworden ist und es nicht vergessen will, das aufzuschreiben, kann man auch schon da mal eine Notiz machen. Aber alles hier kompakt vorne in dem Zielebereich drinnen. Ja, Planungstool gibt es jetzt beim Kompakt nicht so viele, wobei man aber sehr viele Notizseiten hat, die man dazu auch verwenden kann. Ja, und so, aber von den Tabellen her gibt es die 3 Jahrestabellen, monatsmäßig noch unterteilt, und natürlich vorne, wie wir vorher gesehen haben, die wochenorientierte Timeline oder Projekte, Doppelseite, hat man ja gerade gesehen, die man dazu verwenden kann. Notizmanagement ist sehr groß geschrieben beim Compact Note, beim Extended. Bei den Extended ist es ein bisschen weniger, weil ja ein Teil der Seiten, nämlich 2 Quartale, das sind normalerweise 26 Doppelseiten, 26 Wochen, die eben hier für die normale Planung, für die Wochen verwendet wird und dafür keine Notizen da sind. Beim Note, Compact Note, ist es eben anders. Da haben diese 52 Seiten sind eben komplett als Notizen verfügbar. Die Monatsansicht ist auch noch drinnen, die fallen dann natürlich weg, die 24, aber es hat deutlich mehr Notizseiten, wie wir gleich sehen werden. Linierte Listen, 16 halbe Seiten, 4 ganze Seiten, karierte Notizen, 30 Seiten und gepunktete Notizen, 17 Seiten, und dann ein Stundenplan. Und was man natürlich immer nutzen kann, ist eben ein Victory-Heft, ein A6-Notizheft, das man sehr schön
hinten auch einfügen kann und beliebig schreiben kann und dann, wenn es voll ist, man es einfach abfotografiert, irgendwo ablegt in der Cloud und zum Beispiel und dann eben das Neue anfängt. Ja, kurz noch zu den Maßen. 12 x 18, 1,5 cm dick, also sehr kompakt, 250 Gramm, auch angenehm leicht, 224 Seiten, sehr gutes Papier, tintenfest, 80 Gramm, Fadenheftung, absolut stabil, man kann ihn wirklich aufbiegen und hinlegen und es passiert nichts. Sehr angenehmes Material auch, die Ecken sind gerundet und das Gummiband hält alles wunderbar zusammen. 2 Lesebänder helfen einem die Sachen, die aktuelle Woche und das aktuelle Quartal schnell zu finden oder was immer man gerne machen möchte. Und der Deckenbezug ist sehr stabil einfach und angenehm. Ja, dann gibt es noch verschiedene Varianten, nämlich wie bei den meisten unserer Planer eine Standardvariante. Da ist eben der normale Kalender, natürlich mit Leseband und Gummilitze. Dann der Plus enthält dann die Froschtasche und die Stiftschlaufe. Und auch Tabs sind da drinnen, die Griffregister. Und der Premium enthält dann das das Victory A6 Notizheft und den Frixion Stift, den vom Pilot, der radierbar ist. Eine sehr schöne Möglichkeit, hier gut zu arbeiten und ein schönes Schriftbild zu haben, weil man ihn dann wegradieren kann. Empfehlen wir sehr. Dann gibt es das Ganze auch noch als digitalen Planer als PDF-Version, die beschreibbar ist für GoodNotes oder für andere PDF-Softwaren, mit denen man ihn nutzen kann. Und es gibt ihn auch als Druckversion, wenn man ihn selber ausdrucken will oder bestimmte Seiten nochmal ausdrucken will. Die haben aber dann A5 Format oder man kann sie auch klein machen. Ja, und hier noch ein kurzer Überblick über die verschiedenen Kompaktvarianten. Hier seht ihr, man kann jederzeit wechseln. Hier sieht man gut, wie die verschiedenen Kompaktformate oder Kompakttypen, wie sie eben sich überlappen und die Extended eben sich an den Semestern ausrichten und der Note eben am normalen Jahr. Aber man kann jederzeit umsteigen, man kann das wählen, was einem wichtiger ist, den Note, wenn man eben viel Notizen machen möchte oder den Extended, wenn man Vorausplanungen hat und eben schon mal was eintragen will und dann aber umsteigt früh genug auf den nächsten Typ. Jeder kann sich hier eben seine Variante selber stricken und da einsteigen, wo er gerne möchte. Zum Beispiel hat man beim Extended keinen Stress am Jahresende, sondern steigt erst zum Beispiel irgendwie später um, Januar, Februar oder auch schon früher. Wenn man auf den nächsten geht, dann kann man eben schon im Oktober die nächste Variante nehmen und hier seinen neuen Kalender einweihen und übertragen alles, wenn noch nicht so viel Stress ist. Ja, soweit zum Kompakt Note und Extended, unserer Kompaktreihe. Und es ist wirklich ein sehr angenehmer, ein guter Kalender. Und für alle, die jetzt nicht hier so viel schreiben müssen, hier ist ein exzellenter Organizer, der alles enthält und trotzdem unglaublich handlich ist und überall mitkommt, überall mit dabei ist und ein ganzes Jahr oder auch länger super durchhält. In diesem Sinne, und die Quartalsplanung natürlich hat, das muss ich auch noch immer dazu sagen, der einem hilft, sein Leben wirklich in den Griff zu bekommen. In diesem Sinne, alles Gute
euer Nikolaus Obersteiner. Bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal stellen wir vor den Business. Tschüss.